Wie, spielst du keine Laute? Ne, dann kommst du nicht rein. Hallo, ich bin Naoto Gabe. Weißt du, wo die High Society Leute im 17. Jahrhundert in Europa trafen? Ja, okay, es gab auch Partys wie heute. Aber die wichtigsten Events, wo sie unbedingt hingehen mussten, waren Salons. Salon war meistens privater Treffpunkt für Diskussionen, Lesungen oder musikalische Veranstaltungen in dieser Zeit. In Paris im 17. und 18. Jahrhundert wurden viele Salons veranstaltet. Ende des 17. Jahrhunderts gab es zum Beispiel in Paris mehrere hundert Salons. In den Salons trafen die damaligen High Society Künstler und Denker und genossen intellektuellen Dialog, Kunst oder Musik. Es waren hauptsächlich wohlhabende, gebildete Frauen, oft mit adeliger Herkunft, die diese Salons veranstaltet haben. Die bekannten Saloniere in Frankreich wären zum Beispiel Ninon de L'Enclos. Ihr Vater war ein Lautenist und sie lernte Gesang und Lautenspiel bei ihm. Nachdem sie mit 22 Jahren ihre Eltern verlor, wurde sie eine Kurtisane. Durch ihre Bildung, Intelligenz, künstlerische Begabung, Wortgewandtheit und, auch ganz nebenbei, ihre elegante Schönheit, wurde sie eine der angesehensten und einflussreichsten Frauen in der Zeit von Ludwig XIV. Übrigens, ihr Können von Lautenspiel war profimäßig, angeblich. Ihre immensen Einflüsse auf Kultur, Politik und Wissenschaft, die sich bis heute auswirken, sucht seinesgleichen. Zum Beispiel, sie war begeistert von der Begabung des 9-jährigen Sohnes von ihrem Notar. Er ist ja so schlau, er wird sicher ein ganz großer. Ob sie tatsächlich so gesagt hat, weiß ich nicht, aber als sie im Alter von 85 Jahren starb, hinterließ sie Geld an diesem jungen Mann, damit er Bücher kaufen kann. So konnte er Bücher kaufen und lernte fleißig. Später wurde er Philosoph und sein Name ist Voltaire. Voltaire ist eine der einflussreichsten Personen der Aufklärung. Ohne die Bewegung von Aufklärung würde unsere Welt von heute ganz anders aussehen. Catherine de Vivonne, Marquise de Rambouillet. Sie öffnete den ersten Salon in Frankreich. Marquise de Rambouillet legte viel Wert auf das elegante und feine Verhalten. Diese Verhaltensform wurde Preciosité genannt. Es war kurz nach dem Hugenottenkrieg in Frankreich und es herrschte noch viel Brutalität in der Gesellschaft. Sie führte diese Umgangsform Preciosité ein, um Frieden und Ordnung in die chaotische Gesellschaft zu bringen. Diese verfeinerte Sprache beeinflusste die französische Sprache und Literatur. Später haben die Gäste des Salons, die Précieuses genannt werden, ihre feinen Verhalten ganz schön übertrieben. Ihre Zeitgenosse Molière belustigte dieses übertriebene Verhalten in seinem Werk Les Précieuses Ridicules. Marguerite Essin de la Sablière. Sie war eine Patronin von Künstlern und Wissenschaftlern. Sie war auch die Mäzenin und treue Freundin von Dichter Jean de La Fontaine. Und die Salons haben auch für die Entwicklung der Aufklärung eine bedeutende Rolle gespielt. Zusammen mit der großen Fortschritt in der Naturwissenschaft entstand die Bewegung der Aufklärung. Aufklärung war eine Entwicklung, die die Welt mit dem rationales Denken und Vernunft zu verstehen und abergläubische Vorurteile zu überwinden. Wie die Aufklärung zu den starken und gefühlsbetonten Ausdruck von Barockmusik beigetragen hat, habe ich in einem Video erklärt. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Salon war ein wichtiger Treffpunkt für die Entwicklung der Aufklärung. Das bedeutet, im Salon konnte man relativ frei reden, solange man den König nicht kritisiert. Ansonsten könnte sie oder er am nächsten Morgen an der Szene so aufgefunden werden.
Wie wir gesehen haben, die Ästhetik vom Barockstil war ein wichtiger Bestandteil des Salons. Sie haben über diese Ästhetik diskutiert und selbstverständlich auch sie zum Ausdruck gebracht. In den Salons dürfte daher keine musikalischen Beiträge fehlen. Besonders geschätzte musikalische Gäste waren die professionellen Lautenisten. Heute wäre es echt undenkbar, aber Lautenisten waren tatsächlich ein wichtiger Bestandteil in der damaligen Gesellschaft. Und Lautenist als Gast im Salon zu haben, war nicht alles. Für die damaligen High Society war es ein absolutes Muss, Laute bei einem beliebten Lautenisten zu lernen. Weil der König, die Königin und weitere einflussreiche Leute auch Laute lernten, versuchten die ganze Anhängerschaft bei den gleichen Lehrern Unterricht zu nehmen. Hier habe ich Manuskript von Mieron, es entstand so gegen 1690. René Mieron war Sprachlehrer für mehrere Sprachen und Dolmetscher am Gerichtshof. Auf diesem Manuskript sind die damaligen wichtigsten Lautenmeister in Pariser Umgebung aufgelistet. Dort finden wir 35 Namen, also ziemlich viel. Und diese Lautenisten haben ein riesiges Repertoire hinterlassen. Die Lautemusik in Frankreich in dieser Epoche haben oft andeutende Titel oder Titel, die nur die Personen im bestimmten Kreis verstanden hätten. Die Suite von Jacques Callot, die ich jetzt aufgenommen habe, hat besonders seltsame Titel wie Storch, 8 Uhr oder Mörderin. Diese ganzen Titel von dieser Suite spiegeln die damaligen Zeitgeschehen wider. Es handelt sich um die größte Skandal in der Zeit von Ludwig XIV., nämlich Giftaffäre. Das Ausmaß der Skandal war so enorm, dass sie die königliche Herrschaft von Ludwig XIV. Beinahe umgekippt hätte. Jacques Callot hat diese Suite wie eine Krimi-Geschichte geschrieben. Im nächsten Video erzähle ich über diese Giftaffäre und Musik, die zu diesem Thema kreiert wurde. Die Aufnahme von dieser Suite werde ich auch bald hochladen. Wenn du die neuen Videos nicht verpassen möchtest, abonniere bitte meinen Kanal und stelle das Icon von der Glocke zum Klingeln ein. Dann wirst du benachrichtigt, wenn ein neues Video da ist. Vielen Dank für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ja, ne?